Und viele dieser Schäden bleiben dann unrepariert. Wenn sie nicht repariert werden, das kann zum Alterungsprozess auch führen. Also wir altern einfach schneller und wir wollen nicht schneller altern. Methylierung heißt Entgiftungsweg und das ist ganz wichtig, um einfach zu sehen, wie toxisch drauf unsere Zellen sind. Gibt es eine Studie, wir haben 30% weniger DNA-Schäden, wenn wir regelmäßig... So, hallo, ich grüße euch. Neues interessantes Thema, nämlich wie kann ich verhindern, dass Genmutationen oder DNA-Mutationen Krankheiten wie Krebs oder Neurodegeneration auslösen können. Kann ich das beeinflussen oder auch verhindern durch meine Ernährung? Und da gibt es interessante Studien. Also die Medizin kennt das Problem, gerade beim Thema Krebsentstehung, dass Mutationen in der DNA, in den Genen, in den Zellen, Krebsentartung auslösen kann. Weil man muss das so vorstellen, jedes Mal, wenn eine Zelle sich teilt, werden Kopien von den DNA praktisch kreiert und da können Mutationen entstehen. Es gibt allerdings Enzyme, die diese Fehler korrigieren können, aber man schätzt ca. 10.000 fehlerhafte Schäden entstehen jeden Tag und das kann Probleme auslösen. Und wir haben Toxine, wir haben Schwermetalle, wir haben auch 5G, wir haben WLAN und Strahlung und wir haben natürlich Stresshormone, wir haben fehlende schützende Enzyme quasi, die uns vor freien Radikalen schützen. Und das kann alles zu DNA-Schäden führen. Und viele dieser Schäden bleiben dann unrepariert. Wenn sie nicht repariert werden, das kann zum Alterungsprozess auch führen. Also wir altern einfach schneller und wir wollen nicht schneller altern. Und deswegen, was kann man tun? Also die gute Nachricht ist, es gibt Gewürze wie Kurkuma und Ingwer und Nelken und Koriander, also diese ganzen Gewürze. Es gibt auch Wildkräuter, die können diese Schäden auch neutralisieren. Allein Kurkuma, das habe ich glaube bei Edeka gekauft. Die Wurzeln, die fermentiere ich in meinen Fermentsäften. Also immer wenn ich diese Fermentsäfte trinke so circa einen halben Liter jeden Tag, habe ich Kurkuma dabei und das würde reichen, einen halben Teelöffel am Tag. Und ich zitiere hier den amerikanischen Arzt Dr. Michael Gregor und er sagt, dass sogar ein Viertel Teelöffel würde ca. 55% aller DNA-Schäden wieder neutralisieren. Das ist eine coole Sache. Und diese auch Pflanzenstoffe in Wildkräutern und wir haben natürlich Pflanzenstoff Nummer 1, das ist Sulforaphane in Brokkolisprossen und circa 60 Gramm Brokkolisprossen. Das könnte man zu einem Salat geben oder einem Wrap und das liefert ca. 60 Gramm Sulforaphane. Wenn ich wenn ich das roh esse, dann habe ich ca. 5 bis 15 Milligramm Sulforaphane. Also die Brokkolisprossen haben 50 bis 100 Mal mehr Sulforaphane als das Gemüse. Wenn ich es koche, dann ist das Sulforaphane kaputt. Deswegen empfiehlt Dr. Gregor, dass man
Brokkoli klein schneidet und circa 40 Minuten einfach stehen lässt, das würde nämlich ein Enzym aktivieren. Dieses Enzym heißt Myronase. Und damit kann man das dann kochen und dieses Sulforaphan geht nicht verloren. Aber bei weitem die beste Quelle sind Brokkolisprossen und ich habe da gute Erfahrungen auch in diese komplementäre Krebstherapie, die ich empfehle, habe ich gute Erfahrungen mit Brokkolisprossen. Also ich habe sogar Knoten in der Brust verschwinden sehen durch konsequente Verzehr von Brokkolisprossen und in einer Menge zwischen 60 und 100 Gramm Brokkolisprossen täglich. Ja, das ist eine coole Sache. Also wir können was tun. Auch diese aktivierten B-Vitamine wie Methylfolat und Methylcobalamin, das ist eine methylierte Form von B12. Und Adenosylcobalamin, das ist eine aktive Form von B12, die vor allem in den Mitochondrien aktiv ist. Die sind wichtig für diese Stoffwechselweg. Methylierung heißt Entgiftungsweg und das ist ganz wichtig, um einfach zu sehen, wie toxisch drauf unsere Zellen sind. Und wichtig ist dieser Wert Homozystein, was man dann testen kann. Wenn Homozystein zu hoch ist, dann funktioniert dieser Methylierungsweg nicht und das kann zum Beispiel diese DNA-Mutationen eher begünstigen. Ja, gibt es eine Studie, wir haben 30% weniger DNA-Schäden, wenn wir regelmäßig Brokkolisprossen verzehren und 30% und dann mit Kurkuma sogar 50%. Also wir können uns schützen mit einfachen Maßnahmen. Ja, die Wildkräuter, Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, alles was im Garten wächst, die sind exzellente Aktivatoren von einem Detox-Stoffwechselweg, die heißt NRF2. Das ist etwas, was immer wieder auftaucht. Ohne NRF2 können wir einfach Toxine und auch Schwermetalle nicht loswerden. Nicht? Wir wollen uns regelmäßig entgiften und wir können diesen wichtigen Stoffwechselweg aktivieren mit heimischen Wildkräutern. Und da ist Deutschland wirklich gesegnet, weil wenn Sie irgendwo in Arizona oder in Nevada in der Wüste leben, dann müssen Sie ziemlich lange suchen, bis Sie Wildkräuter finden. Vitamin C ist wichtig und bevor Sie da Kapseln schlucken, denken Sie an Brennnesseln. 100 Gramm Brennnesseln liefern 330 Milligramm Vitamin C, also eigentlich mehr als in Zitronen oder Limonen. Und dann kommen wir auf Vitamin A, vor allem in Weizenkeimöl, enthält 8 Vitamin A-Faktoren, das sind 4 Tocopherole und 4 Tocotrienole, insgesamt 8 verschiedene Faktoren in Weizenkeimöl und ich verwende ein Öl, also 1 oder 2 Esslöffel, das reicht. Meistens empfehle ich nur 1 Esslöffel. Das ist eine Mischung aus Weizenkeimöl, Leinöl und Algenöl und Vitamin D3. Und durch diese Kombination ist das Öl hat eine Haltbarkeit von ca. 3 Monaten. Und diese 8 Vitamin A-Faktoren
auch haben eine schützende Wirkung für die DNA, sind sehr vorteilhaft. Auch Selen ist wichtig, aber ich sehe Deutschland nicht als Selen-Mangelgebiet. 1 oder 2 Paar Nüsse reichen, um den Tagesbedarf zu bekommen, aber auch die Wildkräuter liefern viel Selen. Also wir haben mehr Probleme mit Zink und Jod. Ich sehe gerade Vegetarier, die zu mir kommen, die haben, ich würde sagen, 95% haben Zinkmangel und das ist natürlich auch ein Thema für das Immunsystem. Und jetzt kommen wir zur Jodeinnahme und da muss ich euch Hinweis geben, unbedingt mit dem Hausarzt sich testen lassen, ob Jod überhaupt in Frage kommt. Was ich Ihnen erzähle, sind meine Praxiserfahrungen. Ich sehe Patienten, die haben keine Probleme, Jod in Milligramm Dosierung einzunehmen. Ich schätze, ca. 99,5% meiner Patienten haben keine Probleme, 6 oder 12 Milligramm einzunehmen. Ich empfehle das Montag bis Freitag. Ich mache immer mit Pausen, meistens am Wochenende. Und das entspricht die Jodaufnahme von Menschen in Japan, die traditionelle Ernährungsweise pflegen. Wenn Patienten eher unruhig sind, nervös, hippelig, unruhig, empfehle ich Vorsicht. Ich würde eher Mikrogramm-Dosierung empfehlen. Irgendwo zwischen 200 und 500 Milligramm, also starten mit 200 Milligramm. Das entspricht 1 oder 2 Kelp-Kapseln. Kelp ist ein Meeresalgen und da gibt es Kelp-Kapseln, die kann man im Internet bestellen und das entspricht ungefähr dieser Dosierung und von ca. 500 Patienten, die ich eben diese Jodtherapie empfohlen habe, gab es 2 Patienten, die wurden nervös und hektisch und unruhig und dann haben wir die Therapie gestoppt. Und also die Erfahrungen sind sehr gut und es gibt auch einige Faktoren, circa 5 Faktoren, Begleitfaktoren oder Nährstoffe, die ich empfehle zu einer Jodtherapie, zum Beispiel Selen, auch ein bisschen Steinsalz, Magnesium, auch diese aktivierten B-Vitamine und das ist dann sehr vorteilhaft, eben, dass diese Therapie gut ankommt. Auch Zink ist wichtig. Ja. Da habe ich ein Video über diese Jodtherapie gedreht, das können Sie auch anschauen, aber wie gesagt, testen ist wichtig. Siehe Hausarzt, Ihre Hausärztin. Und warum Jod wichtig ist, das kann nämlich verhindern die Fragmentierung von DNA, das heißt DNA-Mutationen, wo also die DNA-Stränge fragmentiert sind und kann auch die Entstehung von freien Radikalen verhindern und auch freie Radikale neutralisieren. Und wir haben insgesamt laut einer Studie 70% weniger Studien, wenn wir gut versorgt werden mit Jod. Und warum ist es nicht bekannt? Also nach meiner Einschätzung und auch die Einschätzung von Dr. Brownstein, dieser amerikanische Arzt und Jodforscher, sind also 95% aller Nordamerikaner Jod unterversorgt und ich schätze in Deutschland, in Schweiz, Österreich ist es ähnlich so hoch. Das ist eine coole Sache und vor allem, wenn Sie angenommen, Sie haben einen Termin, es geht um ein CT, Schichtaufnahme. Also wir wissen, dass ein CT
kann man gleichsetzen mit 450 Röntgen-Thoraxaufnahmen. Das ist viel Strahlung. Wie kann ich mich schützen im Vorfeld, also auch mit Jod, mit Lugolsche Lösung, 1 bis 2 Tropfen täglich. Ich würde das durchführen 2 Wochen vor dem CT-PET-Scan. Wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass Sie diese Menge Jod gut aufnehmen können. Und da müssen Sie eben mit Ihrem Hausarzt oder Hausärztin sprechen. Oder eben auch Kelpkapseln. Das könnte helfen, eben, dass weniger DNA-Schäden entstehen, wenn Sie diese CT-Schichtaufnahmen oder vielleicht will der Arzt eine PET-Scan, das ist eine Krebs-Scan, da wollen die sehen, ob da aktive Tumoren vorhanden sind oder Metastasen. Also es gibt, ich kenne viele Patienten, wo die Ärzte, die wollen alle 3 Monate ein CT durchführen. Das sind vielleicht 4 CTs im Jahr. Das ist natürlich wirklich eine gigantische Strahlungsmenge. Es ist natürlich immer die Frage, ist es wirklich notwendig, alle 3 Monate so eine Untersuchung durchzuführen? Und ja, ich bin eher alte Schule, ich bin konservativ und ich hinterfrage eben diese Untersuchungen, sind die wirklich notwendig? Das Gleiche ist beim Zahnarzt, die haben diese tolle Schichtaufnahmen und da wird mir erzählt, ja, das ist so viel Strahlung wie ein Flug nach Mallorca. Also ich hinterfrage das und wenn es nicht notwendig ist, also ich persönlich lasse meine Zähne nicht röntgen, aber das ist meine Entscheidung und also ich bin da wirklich vorsichtig. Also Hintergrund bei mir war ein Lymphom, also ein Tumor vor 25 Jahren und ich hatte schon Mühe, diesen Tumor wegzubekommen mit meiner Methode. Es hat schon ein paar Jahre gedauert und deswegen will ich natürlich nicht auf Risiko gehen. Aber das ist, finde ich, eine coole Möglichkeit, dass wir uns schützen können, eben wenn diese Untersuchungen anstehen. Und dann habe ich das Thema Biophotonen. Das ist sehr umstritten in der Medizin und der Dr. Fritz Walter Popp, ein deutscher Biophysiker, sehr respektiert, vor allem im Ausland. Er wurde bekämpft von seinen Kollegen und wie so oft, er war wirklich 30, 40 Jahre der Wissenschaft voraus in seiner Forschung. Und er war der Meinung, dass unsere Gesundheit würde profitieren, wenn wir unsere Nahrungsmittel große Mengen Biophotonen liefern würden. Also laut seiner Aussage, wir würden weniger Probleme haben mit chronisch degenerativen Erkrankungen wie Krebs, Demenz, Neurodegeneration, Parkinson, Diabetes. Und das sind die besten Biophotonenspender sind diese Fermentsäfte. Da habe ich genug Videos gedreht. Ich glaube, inzwischen ihr kennt diese Fermentsäfte, aber auch Sprossen, alles was lebendig ist. Lebendige Nahrung liefert lebendige Biophotonen. Da gibt es einfach keine Studien. Es gibt viele Erfahrungswerte und Professor Popp war überzeugt, dass Biophotonen eine Rolle spielen werden in der Medizin, in der Behandlung von chronischen Erkrankungen, nämlich bei der Reparatur, Unterstützung des Immunsystems. Und das ist auch meine Einschätzung, dass Biophotonen hier eine große Rolle spielen, weil die einfach den Alterungsprozess verlangsamen. Und ich denke, wenn wir diese DNA-Reparatur besser im Griff bekommen, dann haben wir den Alterungsprozess besser im Griff. Weil wir wollen nicht in diese Geschwindigkeit altern wie unsere Eltern, Großeltern etc. Und wir wollen einfach für Lebensqualität sorgen.
Und da spielen die Biophotonen eine wichtige Rolle. Was ich eben zu diesem Thema habe, ja, denken Sie an Ihre DNA, wie kann ich mein DNA schützen? Und ich freue mich auf Ihr Feedback in den Kommentaren und ja, bis zum nächsten Mal.